Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. So, guten Morgen von unserem geilen Campingplatz direkt am Meer. Wir sind heute mal um 6 aufgestanden, richtig zeitig, um quasi die 5 Kilometer zum Skyline Trail zu trampen. Müssen wir mal gucken. Es ist neblig und nieselig. Perfektes Wetter für eine super Aussicht, genauso wie gestern. Aber mal gucken, vielleicht verzieht sie es noch. Genau, und jetzt geht's los. Nichts los auf den Straßen Kanadas. So, gut, mit Trampen hat es nicht geklappt. Jetzt kämpfen wir uns hier durch den Urwald. Ne, zumindest gibt es hier einen kleinen Pfad. In der Hoffnung, dass der wirklich da oben rauskommt beim Skyline Trail. Zur Erklärung, wir hatten die Wahl, ob wir quasi 5,5 Kilometer die Straße entlang laufen, was natürlich ein bisschen einfacher gewesen wäre, oder eben 5,3 Kilometer diesen Pfad hier lang, und der ist natürlich um einiges interessanter. Wir hoffen, wie gesagt, dass uns Maps.me nicht in die Irre führt. So, da ist ein Pfad. Da ist ein Pfad. Wir müssen hier aber... Oh, er biegt. Oh, man sieht es nicht. Da lang. Aber da ist leider nichts. Verdammt. Da hat uns Maps.me tatsächlich mal im Stich gelassen. Gut, dann gehen wir jetzt zurück zum Zelt, weil den Skyline Trail werden wir nicht mehr schaffen. Aber dafür haben wir hier eine geile Location gesehen. Immerhin. Und es ist sowieso neblig, also Panorama-Aussicht wäre eh nicht so. Na gut. So, zurück von unserer Wanderung. Jetzt erstmal Füße trocknen, Schuhe trocknen, Hose trocknen. Wir haben schon gesehen, es ist nicht viel Verkehr auf der Straße. Guck, wir wollen heute eigentlich noch zu dem nächsten Campground, der ist ein bisschen größer, da gibt es auch Duschen. Also hoffen wir zumindest. Ja. Mal gucken. Aber erstmal ein bisschen essen und warm werden, und dann geht es vielleicht nochmal auf die Straße. So, wir haben jetzt alles zusammengepackt. Und stehen jetzt wieder an der Straße, die leider nicht so befahren ist, aber immer noch mehr als heute Vormittag. Wir wurden mitgenommen schon nach 15 Minuten, was ziemlich wenig war bei dem wenigen Verkehr und bei dem Wetter. Und sind jetzt hier im Campground quasi nur 11 Kilometer weiter. Ja, und das war es eigentlich für den heutigen Tag. Jetzt gibt es noch ein bisschen Nudeln, und zwar richtige Nudeln.
Morgen gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir wollen so schnell wie möglich zur Fähre nach Prince Edward Island. Das sind allerdings irgendwie 280 Kilometer ungefähr bis dahin. Mal sehen, ob wir das morgen schaffen an einem Stück. Hm? So nah wie möglich. Genau, oder so nah wie möglich, ja. Ja. Jetzt wird's eng, oder? Oh ja. Oder passt wieder durch? Aber die anderen gehen doch auch einfach irgendwo rüber. Okay, guten Morgen von der Fähre nach PEI, Prince Edward Island. Wir standen heute früh in der Straße, in einer recht befahrenen Straße, fast eine Stunde lang. Es hat niemand angehalten. Und plötzlich kam jemand, der hatte Zeit und Bock, der Alex, und hat uns direkt bis zur Fähre gefahren, was nicht selbstverständlich ist, weil es waren nochmal, glaube ich, fast 80 Kilometer und jetzt auch nicht eine Straße, die irgendwie üblich ist zu fahren. Deswegen richtig coole Sache. Jetzt sind wir hier auf der Fähre